Ja, dann können wir jetzt anfangen. Herr Kiel, Sie beginnen mit Ihrem Vortrag. Die erste von 3 Thesen zur philosophischen Logik von Karl Jaspers. Sie steht im Gegensatz zu allen systemphilosophischen und ontologischen Ansätzen. Sie fasst in einer orientierenden Systematik die verschiedenen Richtungen der Philosophiegeschichte, vor allem nach Kant, synoptisch zusammen. Das heißt, der Weg geht von einer Systematik zu einer Synopse. Und die wird durch 2 Ideen getragen. Der erste ist der Gedanke des Umgreifenden von Gegenstand und Horizont, das ist die Perichontologie. Und der zweite ist, dass die philosophische Logik eingebettet wurde in diese Logik als die 4 Weisen des Umgreifenden, die der Mensch ist, also Dasein, Bewusstsein, Geist, Existenz, und vom Medium der Vernunft verbunden wird. Dann kommt der starke Satz von Jaspers: versinkt eine dieser Weisen des Umgreifenden, versinkt auch die Vernunft. Die Vernunft ist also ein Verbindungsmedium. Wer dem gegenüber von einer instrumentellen Vernunft spricht oder gar einer egoistischen, der bezieht sich damit vielleicht auf den Verstand, aber nicht auf die Vernunft. Zu den anthropologischen Aspekten. Der Symmetriebruch zwischen vorbewusstem Dasein und Bewusstsein war Thema der tiefen Psychologie. Jaspers verwies aber auf die Schwierigkeiten, auf den komplexen Zusammenhang zwischen verschiedenen Bewusstseinsarten. Zunächst dem bewussten Erleben, dem musikalischen sprachlich Ausdruck verliehen wird, dann dem rationalen, das heißt messenden und berechnenden Bewusstsein, das zur Subjekt-Objekt-Spaltung führt, und schließlich dem Selbstbewusstsein. Die 3 Bewusstseinsarten bilden einen organischen Komplex mit den geistigen Funktionen wie Identität, Kreativität oder Urteilskraft. Die daraus hervorgegangenen kulturellen Gestaltungen schufen eine neue Wirklichkeitsebene der Hominisation. Hier besteht nur die Gefahr eines Symmetriebruchs, wenn sich das rein rationale Bewusstsein inflationär verabsolutiert. Der Übergang zu den existenziellen Funktionen, durch das die Horizonte transzendierende Bewusstsein, führt für Jaspers zur Gleichsetzung von Selbst und Existenz. Dieser Symmetriebruch wird durch das spezifische Selbstbewusstsein bestimmt, das sich aus den Entscheidungen in den Grenzsituationen ergibt. Er kann wie eine Wasserscheide zwischen Immanenz und Transzendenz betrachtet werden. Sie durchzieht das allen zugängliche Plateau einer höheren Vernunft. Die Diskrepanzen eines theistischen, deistischen und pantheistischen Gottesbildes führen zur Frage: Woher hast du dieses Wissen? Diese Frage entfällt, wenn die höhere Vernunft die vielfältige Wirklichkeit bedeutet. Dieser ist ein Oberbegriff der vordergründigen Immanenz der Welt und der hintergründigen Transzendenz. Die Wirklichkeit ist die Gesamtheit dessen, was wirkt, von der Mikro- bis zur Makrophysik, und da gibt es noch viele unbekannte Wirkkräfte. Der Begriff stammt aus der Weberei. Dort wird die Textura gewebt. Aus den Texturen der Wirklichkeit entstehen die Bücher der Natur und der Geschichte. Der Begriff hat den Vorzug, dass er nicht mehr zu den räumlichen Metaphern gehört, wie Wasserscheide oder Grenze zwischen Immanenz und Transzendenz. Der theologische Begriff für Wirklichkeit ist Panentheismus. Diesen Begriff schuf ein Pfarrerssohn und Fichte-Schüler Krause. Er wurde in derselben Region geboren wie der Pfarrerssohn Nietzsche. Name und Begriff tauchen aber weder bei Nietzsche, Jaspers oder Jung auf. Ob es da Bezüge gibt, Anknüpfungspunkte etwa zur Prozesstheologie von Whitehead oder zur Naturteleologie von Teilhard de Chardin, müsste diskutiert werden. Die abschließende Frage lautet, ob der interkulturelle Religionsfrieden zwischen den monotheistischen und zusätzlich mit den nicht monotheistisch geprägten Kulturen erst auf einem Niveau der Metaphysik mit den Grundgedanken des Pantheismus gefordert werden könnte. Es ist also nur eine Frage, die diskutiert werden müsste. Ich komme zur zweiten These. Ihre generelle wissenschaftsphilosophische Bedeutung beruht darauf, dass sie in seinem
Vernunftkonzept als allgemeine Logik von den Methoden, Kategorien und Wissenschaftslehren abgetrennt wurde. Es handelt sich um einen Ansatz für ein interkulturelles Grundwissen, weil nicht nur die Kategorienlehren eindeutig sprachgebunden sind, sondern auch die Methoden und Wissenschaftslehren kulturabhängig sind. Alles zusammen ergibt die jeweilige Morphologie einer Kultur. Ich würde noch einen zweiten Gesichtspunkt für sehr wichtig halten. Jaspers hat die Korrekturen seiner Texte so gestaltet, dass in mehreren Durchgängen für eine klare, allgemeinverständliche Sprache gesorgt wurde. Das hat ihm vielleicht auch geschadet, dass er von gewissen Fachkollegen nicht ernst genommen wurde. Das ist ein großer Gegensatz, ich meine auch für die interkulturelle Bedeutung, ein Gegensatz etwa zu der schwierigen Sprache von Kants Transzendentallogik und Hegels Logik. Die dritte These behandelt die wissenschaftstheoretische Bedeutung für die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Sie besteht darin, dass sie auch für die philosophische Kritik an Glaubenssystemen, Ideologien und wissenschaftlichen Theoriebildungen verwendbar ist. Ich habe dafür 17 Beispiele im Vorwort genannt und hier auch noch zum Schluss des Textes einige zusätzliche Beispiele aufgeführt, etwa die Bedeutung, wie man zur Philosophy of Mind Stellung nehmen könnte. Im Vergleich zur Jaspers Logik erscheinen weniger differenzierte Anthropologien und Theoreme als defizitär. Und damit komme ich schon zum Schluss. Es besteht, Jaspers hat deswegen gewisse Termini verwendet. Er hat von Abgleitung gesprochen im Sinne von Reduktionismus oder von Verabsolutierung, von Isolierung, vor allem aber von Übertragung und Verkehrung. Was wird vom Empfängerhorizont der Kritisierten davon wohin übertragen oder verkehrt? Das alles kann nur im Rahmen seiner philosophischen Logik verstanden werden. Und das wurde nun umgekehrt ein Problem für die Jaspers-Rezeption. Er wurde als unverständlich, polemisch und überheblich empfunden. Und das erlebt auch jeder, der nur versucht, an diese Logik zu erinnern. Danke. Sehr schön. Ich würde dann jetzt an der Stelle alle hier beteiligten Anwesenden einladen, Fragen zu stellen an Herrn Kiel. Vielen herzlichen Dank für die Ausführung. Was mich eigentlich in diesem Zusammenhang oft quält, ist die Frage, wie Vernunft als Grundwissen zwischen Kulturen, also als eine interkulturelle Möglichkeit gefasst werden soll. Und zwar, ich meine, wenn man versucht, aus der Perspektive der europäischen Philosophie mit ostasiatischen Ansätzen den Kontakt aufzunehmen, dann hat man oft nicht die Erfahrung, dass es da wirklich eine gemeinsame Basis vorhanden wäre. Könnten Sie das irgendwie erläutern, wie Sie meinen, wie dieses Grundwissen da näher zu fassen wäre? Die Vernunft ist ja für Jaspers als Anthropologie innerhalb dieser allgemeinen Logik erstmal individuelle Vernunft. Es geht einfach um das Problem, nicht defizitär zu sein. Also dieser starke Satz, der unterscheidet ja 4 Wirklichkeitsebenen. Dass wenn eine dieser Ebenen versinkt, etwa die geistige, dass dann auch die Vernunft versinkt. Und das ist sozusagen die Voraussetzung für die individuelle Vernunft und damit auf dieser Basis auch kommunikationsfähig zu sein. Man ist ganz anders kommunikationsfähig, wenn eine dieser Ebenen wegfällt. Insofern würde ich nicht von einer allgemein verbindlichen interkulturellen Vernunft sprechen bei diesem Konzept, sondern da müsste man jeweils fragen, was für einen Vernunftbegriff haben die anderen Kulturen. Der kann ja ganz anders sein.
Meine Frage geht eigentlich um die Vernunft hier. Ich nehme an, dass für Jaspers Vernunft gerade nicht individuell und nicht lokal sein kann, sondern Vernunft ist für ihn umgreifend, das Umgreifende. Und gerade deswegen kann man Vernunft niemals auf das europäische oder auf eine lokale Verständnis von Vernunft limitieren. Es ist schwierig zu begreifen, es ist schwierig zu vermitteln für die Allgemeinheit. Ist das ob es eine Weise des Umgreifens, er beschreibt es ja oder definiert es ja auch als ein Medium, das diese 4 Wirklichkeitsebenen verbindet. Man kann es als eine Weise des Umgreifens umfassen, aber es ist eine schwierige Frage. Ich möchte es einfach dahingestellt bleiben lassen. Ob die Logik, so wie Jasper sie versteht, eben limitiert ist oder tatsächlich alle Grenzen von begrenzten Verständnisse von Vernunft und Logik und sowas übersteigt. Das ist ein Problem, das gebe ich zu. Natürlich ist das Ziel der Kommunikation, nicht nur der existenziellen Kommunikation, sich auf einer gemeinsamen Vernunftebene zu finden. Aber der Ausgangspunkt ist erstmal dass die Teilnehmer selber zu diesem Ideal von Jaspers gelangen, auf dieses Niveau der Vernunft, also dass diese verschiedenen Wirklichkeitsebenen, auf denen der Mensch lebt, zu verbinden. Das wäre Voraussetzung, sonst wäre die Kommunikation eben defizitär von Anfang an. Man kann natürlich, wenn das gelingt, von einer gemeinsamen Vernunft sprechen. Das wäre natürlich das Ziel seiner Kommunikationstheorie. Jede Kommunikation ist defizitär und jede Kommunikation muss ihre Grenzen übersteigen. Und das, meine ich, ist auch Jaspers Position. Ich finde es sehr wichtig, dass man Jaspers nicht auf eine Habermas-artige Einschränkung der Kommunikation einschränkt. Ja, das wäre auf keinen Fall so, wie ich es dargestellt habe, möglich, weil für Habermas ja die Hauptkategorie war Rationalität. Das durchzieht seine ganze Theorie des kommunikativen Handelns. Es geht ja hier, wie gesagt, um 4 Ebenen. Die rationale ist ja erst die zweite über der vorbewussten und auch nur eine Art des Bewusstseins. Er unterscheidet ja die 3 Bewusstseinsarten. Und bei Habermas ist keine Rede davon von einer geistigen oder gar existenziellen Kommunikation. Ich habe ja gestern schon gesagt, er hat Jaspers mit keinem Wort erwähnt, obwohl Jaspers Kommunikation auf 65 Seiten in der Existenzerhellung überhaupt in die Philosophie eingeführt hat. Er erwähnt ihn einfach nicht. Deswegen ist diese Art als Ausgangspunkt der Kommunikation, das heißt einer Einheit, einer vernünftigen Einheit dieser 4 Wirklichkeitsebenen, natürlich etwas ganz anderes. Wo Habermas Jaspers ja erwähnt, ist in seinem letzten großen Werk, das 2 Bände umfasst. Ne? Da geht er ja sehr stark auf seine Achsenzeitthese ein und auch auf seine Kommunikationsphilosophie. Und das macht er ja auch in 2, 3 Vorträgen, die publiziert sind. Und er sagt ja auch immer wieder, gerade im Rückgriff auf die Schuldfrage, dass er sozusagen sich schon im Erbe Jaspers verortet. Ja? Ich stimme Ihnen zu auf jeden Fall, dass er jetzt konkret in der Ausarbeitung seiner eigenen Kommunikationstheorie nicht auf Jaspers zurückgreift. Vielleicht wäre es an der Stelle interessant, nochmal auf die Frage einzugehen, die Sie sagten,
diskutiert werden müsste, nämlich inwiefern der Panentheismus und die Entscheidung für den Panentheismus, sagen wir mal, schon bestimmte Dinge ausschließt, ja, eine bestimmte, sagen wir mal, Theologien, Metaphysiken privilegiert und andere eben nicht. Was würden Sie dazu sagen? Also auch vor dem Hintergrund, inwiefern eben Vernunft als Grundwissen für interkulturelle Kommunikation gefasst werden kann oder wie Herr Keller meinte, eben nicht individuell ist, sondern eben auch über bestimmte kulturell gefasste Begriffe von Vernunft hinausgeht. Ja, der Panentheismus wäre, ich bezeichne es ja als eine theologische Bezeichnung für den Wirklichkeitsbegriff. Und der ist ja, das Wort ist schwer in andere Sprachen zu übersetzen. Wenn man im Wörterbuch nachguckt, steht da im Englischen einfach Reality. Also das ist etwas Besonderes und wir werden ja gleich noch darüber hören. Und es ist das, was höher ist als alle Vernunft, um das theologisch auszudrücken. Wirklichkeit im Panentheismus. Ja, und inwiefern ist sozusagen die Entscheidung für den Panentheismus, inwiefern Das stelle ich zur Diskussion, dass die Wirklichkeit, dass der Begriff, dieser theologische Begriff, der ein Nischendasein führt in der Diskussion, wie gesagt, weil dieser Krausismo, wie das im Spanischen hieß, verdrängt worden ist. Der war im spanischen Bereich sehr verbreitet. Man hielt diesen Krause für den führenden deutschen Philosophen, das muss man sich mal vorstellen, im ganzen spanischen Raum, auch in Südamerika. Und das ist einfach im Beginn des 20. Jahrhunderts nicht mehr diskutiert worden. Ich würde einfach sagen, um dem Wirklichkeitsbegriff einen anderen Namen, vielleicht eine Übersetzung auch in andere Sprachen zu geben, wäre das eine Bezeichnung auf der theologischen Ebene. Erstmal herzlichen Dank, Herr Kiel, dass wir weitermachen mit Herrn Nakayama von der Tamagawa-Universität in Tokio. Bitte. Ja, vielen Dank. Ja, dann beginne ich. Wirklichkeit als Grundkategorie von Jaspers Philosophie. In meinem Beitrag möchte ich anhand der Werk von Jaspers den Begriff der Wirklichkeit als Grundkategorie von Jaspers Philosophie interpretieren und seine Relevanz überlegen. Man könnte sagen, dass wir nach Jaspers aus der bloßen Realität zur eigentlichen Wirklichkeit zurückkehren müssen. Diese Rückkehr zur Wirklichkeit ist die endgültige und eigentliche Aufgabe für das ganze Philosophieren von Jaspers. Deswegen schreibt Jaspers in Existenzphilosophie, Zitat, die Endfrage des Philosophierens bleibt die nach der Wirklichkeit selbst. Zitat Ende. Auch im Nachlass zur philosophischen Logik, die nach Jaspers Tode von Hans Sahner 1991 veröffentlicht wurde, handelt es sich um Kategorie der Wirklichkeit. Aus diesem Grund könnte man den Begriff der Wirklichkeit als eine der Grundkategorien von Jaspers Philosophie interpretieren. Was ist aber die Wirklichkeit in Jaspers Philosophie? Wir sollten zuerst bedenken, dass es verschiedene Weisen der Wirklichkeit gibt. Hier möchte ich auf den Unterschied zwischen Realität und Wirklichkeit, zwischen der empirischen Wirklichkeit und der eigentlichen Wirklichkeit eingehen. Im Nachlass zur philosophischen Logik hebt Jaspers die empirische Wirklichkeit hervor, die er mit der Realität gleichsetzt. Jaspers betont, dass die empirische Wirklichkeit, das heißt Realität, zeitlich sowie räumlich und zwingend allgemein erkennbar ist. Im Gegensatz dazu weist er darauf hin, dass die eigentliche Wirklichkeit nicht allgemeingültig und zwingend, sondern nur geschichtlich, das heißt konkret und ewig zu erfahren ist. Wir halten gewöhnlich die uns vorhandene erkennbare konkrete Realität für wirklich, aber gemäß Jaspers ist diese empirische Wirklichkeit nur ein oberflächlicher Aspekt der Wirklichkeit.
Die empirische Wirklichkeit als bloße Realität ist noch nicht die eigentliche Wirklichkeit. Was ist aber die eigentliche Wirklichkeit? Im Nachlass bedeutet die eigentliche Wirklichkeit einerseits die existenzielle wahre Wirklichkeit und andererseits die damit verbundene transzendente Wirklichkeit. Jaspers unterscheidet die empirische Wirklichkeit deutlich von existenzieller und transzendenter Wirklichkeit. Nach Jaspers ist existenzielle und transzendente Wirklichkeit im Gegensatz zur empirischen Wirklichkeit, Zitat, für den gegenständlichen Verstand nicht da. Sie ist nicht untersuchbar, kein bestimmbares Objekt, Zitat Ende. Sie wird ursprünglich einmalig erfahren. Es ist wichtig zu betonen, dass die eigentliche Wirklichkeit, anders als die empirische Wirklichkeit, nicht objektivierbar ist, sondern nur in geschichtlicher, einmaliger Gegenwart unbedingt gewiss wird. Was ist denn der Unterschied zwischen existenzieller und transzendenter Wirklichkeit? Hier müssen wir daran erinnern, dass in Philosophie dritter Band Metaphysik auch von 3 Stufen der Wirklichkeit die Rede ist. Erstens empirische Wirklichkeit, zweitens Wirklichkeit der Existenz, drittens Wirklichkeit der Transzendenz. Die empirische Wirklichkeit als die erste Stufe ist objektive Wirklichkeit, die als Gegenstand des Erkennens zwingend wissbar und daher für jedermann identisch und allgemeingültig ist. Dagegen ist die Wirklichkeit der Existenz, das heißt existenzielle Wirklichkeit, als die zweite Stufe, anhand solcher empirischer Wirklichkeit sozusagen die eigene eigentliche Wirklichkeit meines Selbstseins, die mir in Grenzsituation und in existenzieller Kommunikation als die einmalige und unvertretbare gegenwärtig wird. Sie kann nie objektiv gewusst, sondern nur existenziell erfahren werden, wo ich eigentlich ich selbst bin. Aber diese Wirklichkeit der Existenz als die eigene eigentliche Wirklichkeit unterscheidet Jaspers von der Wirklichkeit der Transzendenz, das heißt transzendente Wirklichkeit als dritte Stufe, die die eigentliche Wirklichkeit schlechthin ist. Sie ist in Philosophie nichts anderes als die absolute Wirklichkeit, die transzendent und schlechthin unzugänglich ist. Was ist Transzendenz bei Jaspers und wie wird sie uns gegenwärtig? Jaspers bezeichnet Transzendenz von Fall zu Fall als Sein, eigentliche Wirklichkeit, Gottheit, Gott und so weiter. In welcher Beziehung steht Transzendenz zur eigentlichen Wirklichkeit? In Von der Wahrheit schreibt Jaspers, Zitat, sofern wir mit der Transzendenz leben, ist die eigentliche Wirklichkeit, Zitat Ende. Man könnte so interpretieren, dass der Mensch nach Jaspers in der Welt insofern in der Führung durch die Transzendenz als eigentliche Wirklichkeit leben kann, als er in seiner existenziellen Freiheit mit seiner inneren Notwendigkeit identisch wird, wobei er in der konkreten Situation mit Gewissheit sagen kann, hier stehe ich kann nicht anders. Deshalb könnte man sagen, dass Transzendenz gerade für Existenz als eigentliche Wirklichkeit geschichtlich, das heißt im konkreten und einmaligen Augenblick gegenwärtig wird. In Philosophie sind diese 3 Stufen der Wirklichkeit aufgezählt. Im Gegensatz dazu werden in Von der Wahrheit entsprechende Weisen des Umgreifenden noch mehrere Weisen der Wirklichkeit erwähnt. In diesem Werk wird auch die Wirklichkeit des Daseins als die umgreifende Wirklichkeit dargelegt. Was die Welt betrifft, ist die umgreifende Wirklichkeit der Welt Von der Wahrheit als Grund und Ursprung der Realität, zugleich mehr als Realität. Was den Geist betrifft, schreibt Jaspers in Von der Wahrheit, Zitat, der Geist ist umgreifende Wirklichkeit, Zitat Ende. Nach meiner Interpretation ist die Idee von Geist wirklich nicht im realen Sinne, sondern im ideellen Sinne. Was Bewusstsein überhaupt betrifft, wird es zwar in Von der Wahrheit
von der Wirklichkeit des Denkens erwähnt. Aber zugleich ist gesagt, dass das Bewusstsein überhaupt selber keine eigentliche Wirklichkeit ist. Von diesem Standpunkt aus gesehen, können wir die empirische Wirklichkeit, die in Philosophie als erste Stufe erwähnt ist, gerade als Objektivierung solcher umgreifenden Wirklichkeit des Bewusstseins, des Daseins und des Geistes durch Bewusstsein überhaupt interpretieren. In diesem Sinne könnte man sagen, dass jede empirische Wirklichkeit, das heißt jede Realität, schon vom Bewusstsein überhaupt konstruiert ist und darum nur als Erscheinung angesehen wird. Wir müssen hier am Ende feststellen, dass erstens die Wirklichkeit nicht einerlei ist, sondern es verschiedene Weisen oder Stufen der Wirklichkeit gibt. Und zweitens, jede Weise oder Stufe nicht jederzeit von jedermann auf der gleichen Ebene begegnet wird. Welche Art von Wirklichkeit ich ergreife, hängt davon ab, welche Art von ich selber bin. Eine der wichtigen Bedeutungen der Periekontologie von Jaspers ist, auf solche Vieldimensionalität der Wirklichkeit hinzuweisen und dadurch letztendlich gleichsam den Ort zu erhellen, wo wir der eigentlichen Wirklichkeit der Transzendenz ansichtig werden. Wir fragen, wo und für wen ist überhaupt die Transzendenz wirklich? Für mich als Bewusstsein überhaupt ist die empirische Wirklichkeit, das heißt Realität, die einzige Wirklichkeit und die Wirklichkeit der Transzendenz ist nur eine Illusion. Für mich als Existenz wird im Gegenteil die Wirklichkeit der Transzendenz im geschichtlichen Augenblick als die eigentliche Wirklichkeit gegenwärtig. Jedenfalls können wir den Begriff der Wirklichkeit als Grundkategorie von Jaspers Philosophie interpretieren. Dabei darf man nicht vergessen, dass die Frage nach der Wirklichkeit bei Jaspers kein bloßes theoretisches und logisches Thema, sondern die ernsthafte Aufgabe des essentiellen Suchens ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde gerne etwas fragen, was mich in diesen Ausführungen von Jaspers immer gestört hat. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass Herr Nakayama das so klar ausgelegt hat. Und zwar es ist die Frage, ob man im ähnlichen Sinne von Erfahrung der existenziellen Wirklichkeit sprechen kann und soll, als von der Erfahrung der eigentlichen Wirklichkeit, also von der Erfahrung des Gottes oder der Gottheit. Und zwar die Frage erhebt sich deswegen, weil die Situationen der eigentlichen Kommunikation, also das sind etwas, was man sich leicht vorstellen kann und sich leicht vergegenwärtigen kann. Im Gegensatz dazu ist es weniger klar, wie in welchen Situationen man von Erfahrung von Gottheit oder eigentlichen Wirklichkeit da sprechen kann oder sollte. Eigentliche Wirklichkeit ist Wirklichkeit der Transzendenz, das heißt die Gottheit. Ne? Und die möchten fragen, die Beziehung zwischen Gottheit und Kommunikation oder der Punkt von Ihrer Frage, worin liegt das? Also die Frage wäre, ob wir im ähnlichen Sinne von Erfahrung in den beiden Fällen sprechen können. Sie haben selber gesagt, dass die Erfahrung von existenzieller und transzendenter Wirklichkeit nicht objektiviert werden kann. Wie und weswegen sprechen wir da jedoch von Erfahrung? Und da gibt es einen Unterschied meines Erachtens. Und zwar der Unterschied, dass in der existenziellen Kommunikation, da verstehen wir schon, was es heißt, dass da etwas als gegeben erfahren wird, aber nicht im anderen Fall. Das wäre der Punkt meiner Frage. Existenzielle Kommunikation ist sozusagen die Wirklichkeit der Transzendenz, das heißt existenzielle Kommunikation, ne, ist
wird in Grenzsituation und in existenzieller Kommunikation als die einmalige und unvertretbare gegenwärtig. Ne? Eben deswegen Erfahrung der Wirklichkeit, existenziellen Wirklichkeit ist eng mit der existenziellen Kommunikation verbunden. Inwiefern ist das eng verbunden? Also die Frage ist, inwiefern wir uns Erfahrung in objektiver Wirklichkeit vorstellen können. Ja, also es ist klar in existenzieller Wirklichkeit, aber die Frage ist, inwiefern können wir von Erfahrung sprechen in objektiver Wirklichkeit oder gegenüber objektiver Wirklichkeit? Erfahrung der objektive Wirklichkeit ist empirische Wirklichkeit und das ist vom Bewusstsein überhaupt ne, erkennbar und als Gegenstand. Ne? Und diese objektive und empirische Wirklichkeit ist für jedermann identisch und allgemeingültig. Ne? Wenn es sowieso gültig ist für alle, wie wird es dann erfahren? Das ist etwas schwierige Frage. Ja. Ich habe eine ganz einfache Frage. Gibt es denn in der japanischen Sprache einen Begriff für Wirklichkeit erstmal im Gegensatz zur Realität, also der Welt der Dinge, der Res, der Sachen? Und andererseits gibt es diese Trennung von Immanenz der Welt und Transzendenz, die also durch diesen Begriff, jetzt den japanischen Begriff, umgriffen werden könnte. Man soll ja einen Begriff nicht überbewerten. Ich habe ja gesagt, der stammt aus der deutschen Handwerkersprache. Das ist eigentlich was ganz Einfaches. Es ist eine Weberei, wo Texte gewebt werden. Und diese Metaphern verwenden heute auch die Physiker. Die Texte der Wirklichkeit werden gewebt. Gibt es solch einen Begriff in der japanischen Sprache? Ah, ja, okay. Ja, es gibt natürlich ne, in der japanischen Sprache den Begriff von Wirklichkeit. Ne? Genjitsu ist auf Japanisch, Genjitsu ist Wirklichkeit und Realität. Ne? Aber so, das klingt eher Realität als Wirklichkeit. Ne? Deutsches Wort von Wirklichkeit enthaltet zwei Bedeutungen. Ne? Wirklichkeit und auch Wahrheit. Ne? Aber in japanischer Sprache Genjitsu bedeutet nur Realität. Ne? Das halte ich für sehr wesentlich, den Unterschied von Realität, also auch Immanenz der Welt und Wirklichkeit, die meiner Ansicht nach beides übergreift, ein Oberbegriff ist für Immanenz und Transzendenz. Ja, ja. Dafür hat man einen Begriff gefunden, seit Meister Eckhart in der mittelalterlichen Philosophie. Den hat man aus der Handwerkersprache genommen. Ne? Und es ist ein sehr plastischer Begriff. Und deswegen muss man eben auch fragen, ob es vergleichbare Begriffe gibt, die etwas Ähnliches ansprechen. Wirklichkeit kann Ausgangspunkt einer Philosophie sein und natürlich immer Endpunkt. Und Wirklichkeit ist stets eine Rekonstruktion. Und bei Jaspers ist es ganz wichtig, dass er eine ganz einmalige Einstellung zu diesen Wirklichkeiten hat. Also er ist sehr integrierend, aufnehmend, universal und im Einzelnen exakt, aber ihm fehlt der systematische Zug der Philosophie, die Wirklichkeiten gegeneinander auszuspielen und möglicherweise eine Wirklichkeit auch auszuschließen, weil es gewissen sozusagen Vorschriften nicht entspricht. Ich glaube, das ist fast das wirkliche Geheimnis von Jaspers. Ob das von der Sozialisierung als Psychologe kommt, ob als
aus der Zeit ist sehr schwer zu sagen. Also seine Auffassung der multiplizierten Wirklichkeiten ist ganz einmalig und es ist sehr schwer zu knacken und insofern bin ich dem Vortrag sehr dankbar. Vielleicht können wir noch mal auf den Unterschied Wahrheit, Wirklichkeit und die Rolle der Chiffren eingehen. Ja. Könnten Sie vielleicht dazu noch ein bisschen mehr sagen? Eventuell kann das auch eine Antwort sein auf die Frage von Herrn Olay zu Beginn. Ne? Chiffre, ne? Genau, und wie sozusagen, wie sich unterschiedliche Wirklichkeiten integrieren lassen, sozusagen eventuell auch abgrenzen lassen, weil ja die Chiffre, wie Sie richtig sagen, die Sprache der Transzendenz ist, die uns in den entscheidenden Momenten anspricht in der Welt. Inwiefern vermittelt sich durch Chiffre nicht nur Wirklichkeit, sondern auch Wahrheit? Ja, Chiffre ist ja sehr wesentlich, ne, in Jaspers Philosophie, ne? Und Chiffre ist die Sprache der Transzendenz, ne? Sozusagen in existenziellen Wirklichkeit im entscheidenden Augenblick, ne, spricht die Chiffre, ne, in dem Weltdasein, ne? In den konkreten Situationen. Ne? Und wie tut sie das? Wie tut sie das? Wie Hm? tut sie das? Wie spricht die Chiffre? Weil es ist ja die Sprache der Transzendenz. Ja, Wie genau funktioniert diese Form der Ansprache in der Welt? ja, Chiffre. ja, sozusagen, also wir können von der Chiffre, ne, ergriffen, ne, im entscheidenden Augenblick, ne, von der Chiffre ergriffen. Ne? Haben Sie ein Beispiel dafür? Hm? Haben Sie ein Beispiel dafür? Zum Beispiel, wenn wir die entscheidenden Entschluss, ne, machen, ne, dann erlebt man eine spezifische Ergriffenheit, ne, von Chiffre. Ne? So könnte man sagen. Das ist existenzielle Wirklichkeit und eben dadurch, ne, wird Wirklichkeit der Transzendenz durch die Chiffre gegenwärtig. Ne? So könnte man sagen. So meine ich. Ne? Mir fiel gerade ein Beispiel ein, als Sie danach gefragt haben. Nach Jaspers kann ja jedes Objekt Chiffre werden. Mir kam gerade so ein Bild vor. Beim Wandern, sagen wir, in einem Wald gibt es verschiedene Wege hin und her. Und es könnte mir erscheinen, dass ich diesen verschlungenen Weg durch die Bäume und Sträucher als Symbol für mein ganzes Leben plötzlich erscheint. Leben ist auf dem Weg sein. Und das kann mir plötzlich erscheinen, indem ich im Wald bin und den Weg selbst gehe. Vielen, vielen Dank. Gut, wenn es jetzt an der Stelle keine weiteren Wortmeldungen gibt, würde ich vorschlagen, wir machen mit Herrn Diehl weiter von der Universität Heidelberg. Vielen Dank, Frau Dege. Ich möchte mich auch bei Frau Burch und Herrn Bautischer für die Einladung danken. Als ich zugesagt habe, musste ich gleich gestehen, dass ich von der Wahrheit nie gelesen habe. Und ich fand das Buch immer etwas respekteinflößend auf seine über 1000 Seiten. Aber ich habe doch trotzdem zugesagt und gesagt, ich werde mich etwas kleinteiliger nur auf die Einleitung beziehen. Also 1947 publiziert Jaspers den ersten Teil seiner philosophischen Logik mit dem Titel Von der Wahrheit auf ca. 1050 Seiten. Dieser erste Teil enthält eine Wahrheitslehre. In einem zweiten Teil sollte dann eine Methodenlehre, eine Kategorienlehre und eine Wissenschaftslehre folgen. Diese philosophische Logik sollte sein zweites philosophisches Hauptwerk nach seiner dreibändigen Philosophie werden. Dieses Mammutprojekt blieb jedoch unvollendet. Erst 1991 haben Sahner unter der Mitarbeit von Hengi in einem Band mit dem Titel Nachlass zur philosophischen Logik aus Jaspers Aufzeichnungen die geplanten Folgebände rekonstruiert.
Im Folgenden geht es mir nur um Jaspers Idee einer philosophischen Logik. Der Ausdruck erinnert nicht von ungefähr an Kants transzendentale Logik und an Hegels spekulative Wissenschaft der Logik. Da beide Logiken keine Logik im klassischen Sinne der formalen Logik von Aristoteles bis Kant, Husserl und Frege sind, ist zuerst zu klären, was Jaspers unter einer philosophischen Logik versteht. Andernfalls sind nur semantisch bedingte Missverständnisse und unproduktive Streitereien zu erwarten. Jaspers scheint sich dieser Gefahr bewusst gewesen zu sein, denn er schickt seine Einleitung zur Klärung des Vorbegriffs der Logik voraus. Jaspers sucht in Teil 1 diesen Vorbegriff der Logik in der Wahrheit in der Zeit. Dann versucht Jaspers jedoch in Teil 2 den Sinn einer jeden philosophischen Logik zu bestimmen. In Teil 3 präsentiert Jaspers in einem enzyklopädischen Überblick erstens die historischen Ursprünge, zweitens den Namen und drittens die bisherigen Richtungen der Logik in ihren historischen Haupterscheinungen und ihren Arten des Sinns von Logik und viertens die gegenwärtigen Aufgaben der Logik zu bestimmen. In Teil 4 präsentiert Jaspers den Aufbau und die Gliederung seiner neuen philosophischen Logik. Der Ausdruck Logik ist notorisch mehrdeutig. Unter einer Logik versteht man gewöhnlich erstens eine bestimmte kognitive Disziplin, die zumindest in Europa ursprünglich von Aristoteles begründet wurde und aus der sich seither viele Generationen von Philosophen, Logikern und Mathematikern beteiligt haben. Unter einer Logik versteht man aber gewöhnlich zweitens auch eine von Philosophen, Logikern und Mathematikern entwickelte Systematik von bestimmten Formen des korrekten Denkens und Schließens, also das kognitive Resultat dessen, was in der Disziplin der Logik dargestellt wird. Dann sprechen manche Philosophen auch drittens von einer Logik der Begriffe, das heißt davon, wie bestimmte Begriffe logisch funktionieren und sich logisch analysieren lassen. Weiterhin sprechen manche Philosophen auch viertens von einer Philosophie der Logik, als denjenigen Bereich der Philosophie, in dem Philosophen über Logik als Disziplin, als System oder als logische Analyse von Begriffen nachdenken. Schließlich sprechen einige wenige Philosophen, wie Karl Jasper selbst, auch fünftens von einer speziellen philosophischen Logik. Was eine philosophische Logik sein soll, ist jedoch zumindest umstritten und nur an bestimmten disparaten Beispielen demonstrativ auszuweisen. Kants transzendentale Logik in seiner Kritik der reinen Vernunft und Hegels spekulative Wissenschaft der Logik gelten gemeinhin als Beispiele für eine philosophische Logik. Beide philosophische Werke werden von ihren Freunden und Interpreten manchmal auch als eine erste Philosophie oder als eine Grundlegung ihrer jeweiligen Philosophie gelesen, gedeutet und verstanden. Eine solche philosophische Logik ist keine Logik im klassischen Sinn der Logik als Disziplin, als System oder als logische Analyse von Begriffen. Denn eine Logik im klassischen Sinne ist eine Systematik von Formen des korrekten Denkens und Schließens. Die aristotelische Syllogistik war die erste in Europa bekannte Logik in diesem Sinne und selbst Kant glaubte noch, dass die Logik seit Aristoteles keine wesentlichen Fortschritte gemacht habe. Zeitgenössische Logikhistoriker glauben das nicht mehr und vermuten daher, dass Kant bestimmte Entwicklungen der Logik bei einigen Stoikern oder auch der Logikschule von Port Royal nicht gekannt hat. Kant hat selbst Vorlesungen über formale Logik gehalten. Außerdem konnte er noch nicht wissen, dass es außerhalb der europäischen Philosophie auch indische und chinesische Studien und Schulen der Logik gegeben hat. Kants transzendentale Logik ist jedoch nach seinem eigenen Logikverständnis nicht eine formale Logik und seine sogenannten Urteilstafeln wurden von ihm nur als eine vollständige Systematik der logischen Urteilsformen intendiert. Kant wollte mit ihnen nicht die aristotelische Syllogistik, sondern die aristotelische Kategorienlehre ersetzen, die er für zu rhapsodisch und für zu wenig systematisch gehalten hat. Außerdem hatte Kant wegen seiner von Anfang an umstrittenen Lehre von der Unerkennbarkeit der Dinge an sich nicht nur die aristotelische Kategorienlehre, sondern überhaupt jede Ontologie abgelehnt. Zeitgenössische Logiker zweifeln jedoch aus guten Gründen an der Vollständigkeit von Kants Systematik der logischen Urteilsformen mit ihrer vorgegebenen Subjekt-Prädikat-Struktur, da es auch Urteile, Aussagen und Propositionen ohne diese internen Strukturen gibt.
Seit Gottlob Frege und dann bei Wittgenstein, Peirce, Russell und Whitehead hatte sich die formale Logik jedoch dramatisch verändert. Bei dem Mathematiker Frege sollte seine sogenannte Begriffsschrift primär der größeren Exaktheit in der Mathematik, genauer in der Arithmetik dienen. Aus diesem speziellen Anwendungsinteresse wurde sie von allen epistemologischen und ontologischen Aspekten befreit. Die aristotelische Syllogistik und die traditionelle Logik der Begriffe galten dem frühen Ludwig Wittgenstein im Traktatus und im Umkreis der logischen Empiristen und logischen Positivisten als überholt, da sie sich angeblich auf eine propositionale Logik und prädikative Logik der ersten Stufe zurückführen ließen. Kants Urteilslehre geriet außerhalb des Kantianismus und der Kant-Interpreten zunehmend in Vergessenheit. Die folgenreiche Konzentration auf konkrete Aussagesätze in bestimmten Sprachen oder auf abstrahierte Propositionen als deren übersetzbaren Inhalten anstelle von Urteilsakten beziehungsweise Urteilen und dann mit Abstraktion von Kontexten beziehungsweise Situationen, in denen Subjekte Urteile fällen beziehungsweise in denen Personen Aussagen machen, wurde am Anfang vom frühen Wittgenstein und von den logischen Empiristen und Positivisten für ein unhintergehbarer Fortschritt in der Logik gehalten und angepriesen. Nach und nach wurden jedoch auch von den sogenannten analytischen Philosophen in der Nachfolge der logischen Empiristen und Positivisten verstanden, welche erheblichen Folgelasten ihr neues Verständnis von formaler Logik mit sich brachte. Die Abstraktion von den Subjekten bzw. Personen, die in konkreten Situationen Urteile fällen bzw. vielfältige Sprechakte ausführen, erforderte immer neue Logik bestimmter Schlüsselbegriffe, wie zum Beispiel eine epistemische Logik, epistemisch relevante Begriffe von Glauben und Wissen, eine temporale Logik von Aussagen über objektive früher und später Relationen und die subjektiven Zeitphasen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, eine Modallogik der ontologisch relevanten Begriff von Möglichkeit, Wirklichkeit und Notwendigkeit oder auch eine deontische Logik über moralisch-rechtlich relevante praktische Begriffe von Geboten, Verboten und Erlaubnissen etc. Die Freunde und Interpreten der aristotelischen Syllogistik, die Freunde und Interpreten der kantischen Tradition, Transzendentalphilosophie und selbst die Freunde und Interpreten der hegelischen Wissenschaft der Logik begrüßen diese Entwicklung innerhalb der sogenannten analytischen Philosophie. Der anfängliche Triumphzug der analytischen Philosophie im Gefolge des logischen Empirismus und Positivismus galt spätestens ab den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts zunehmend als anfechtbar und kaum noch berechtigt. Nicht wenige zuvor historisch und hermeneutisch wenig bewanderte analytische Philosophen entdeckten daher die Vorzüge der paradigmatischen Ansätze und Philosophien von Klassikern wie Aristoteles und Platon, Kant und Hegel, Brentano und Husserl oder auch der amerikanischen Pragmatisten James und Dewey, dessen Wahrheitsverständnis ihr Vorläufer Bertrand Russell jedoch als naturwissenschaftlich interessierter Philosoph und Logiker und Mathematiker selbst abgelehnt, kritisiert und verworfen hatte. Jaspers konnte selbstverständlich weder zur Entstehungszeit seiner dreibändigen Philosophie noch zur Entstehungszeit seiner Philosophenlogik etwas von dieser späteren Entwicklung der Logik und der analytischen Philosophie ab den 70er Jahren geahnt haben, aber diese Entwicklung gibt ihm im Nachhinein teilweise recht in seiner Einschätzung der formalen Logik im Anschluss an Frege, Wittgenstein, Russell und Whitehead. Zunächst wollte ich mein tiefes Einverständnis mit der Bemerkung von Herrn Diehl ausdrücken, dass die Präzisions- und Klarheitsforderung der analytischen Philosophie im Anschluss an Neopositivismus und an Frege, wie soll ich sagen, sich als vollkommen unfruchtbar erwiesen hat. In dem Sinne, dass die Leistung der Formalisierung bei Lösung von philosophischen Fragen eigentlich nicht sehr ertragreich war. Ein bisschen zynisch kann man auch sagen, dass auch Müllabfuhr formalisiert werden kann und in dem Sinne die Dienste dieser logischen Entwicklungen nicht anzusehen ist, wobei ein großer Nachteil doch zu vermerken ist, und zwar die Vernachlässigung von Ethik und politischer Philosophie. Also wenn man guckt, was im angelsächsischen Bereich bis 1970
in politischen Philosophie und Ethik geschehen ist, dann ist das eine traurige Geschichte, die nicht abzutrennen ist von der Klarheit und Wissenschaftlichkeitsforderungen von Neopositivismus. Meine Frage bezieht sich außer dieser Bemerkung auf Jaspers Idee einer philosophischen Logik, die ich immer als eine Einheitsunterstellung und Voraussetzung verstanden habe, in der Nähe von Hegels Idee einer philosophischen Logik, wo Logik auch heißt, dass man verschiedene Konzepte miteinander wesentlich in Verbindung bringt. Das war auch gestern ein Moment, ein Aspekt der Diskussion. Und ich würde gerne nachfragen, wie Sie das sehen, Herr Diehl. Was für eine Einheit wird mit der zwar nicht vollkommen ausgeführten Idee einer philosophischen Logik von Jaspers unterstellt? Am Anfang, als ich zugesagt habe, habe ich ja erstmal gedacht, ich interessiere mich dafür, was Jaspers unter einer philosophischen Logik versteht. Und dann war ich etwas geschockt, weil ich in mir selbst sozusagen diesen Konflikt austragen muss, den auch Jaspers hier austragen musste in der Begegnung mit den Schulphilosophen. Also die natürlich irgendwie alle von Aristoteles oder Kant her ein Verständnis von Logik als formaler Logik hatten. Und Herr Kiel hat ja diese Stelle auch zitiert aus einem Brief von Herrn Zahner an ihn, wo Herr Zahner auch auf dieses Problem hinweist. Wenn man von der Schullogik kommt, also von der formalen Logik, im traditionellen Sinne, dann ist man erstmal überrascht, was Jaspers hier überhaupt vorhat. Ja? Und er selbst neigt ja auch dazu, also in diesem Schema, was auf Seite 22 präsentiert, die Logik mit der Logistik in Verbindung zu bringen. Das war damals in den 20er, 30er Jahren bis später auch noch oft ein abfälliger Begriff für die moderne Logik im Anschluss an Frege und den Wiener und Berliner Kreis. Und ja, also ich habe das sozusagen selbst an mir jetzt nochmal nacherlebt, was passiert, wenn man mit diesem Logikverständnis, mit dem ich ja selbst auch aufgewachsen bin, da herangeht. Und ich glaube, dass Jaspers sozusagen eine neue philosophische Logik schaffen wollte, die weder transzendentale Logik im kantischen Sinne noch eine spekulative Logik im Sinne von Hegel Wissenschaft der Logik ist. Also er wollte was ganz Neues und entsprechend ist er auf Widerstände gestoßen, Ablehnung oder Unverständnis. Ich denke, dass Jaspers tatsächlich nicht klar versteht, was dieses traditionelle Verständnis von Logik gewesen ist und daran nicht anknüpft, sondern das sozusagen gewisserweise als nur eine Unterform, bloße formale Logik oder bloße Logistik auffasst. Und dann ist natürlich die Frage, was kann eine philosophische Logik leisten, wenn sie sozusagen nicht an die formale Logik irgendwie anknüpft. Und da habe ich doch ein bisschen Zweifel, ob das geht. Und vielleicht ist deswegen auch der dritte und vierte Band oder dritte und vierte Band nicht erschienen. Weil das vielleicht noch nicht gut geht, eine Wissenschaftsphilosophie zu entwickeln, wenn man nicht an die formale Logik anknüpft. Und vor allem, wenn man nicht glaubt, dass die universalen Charakter hat. Und das würde ich nämlich schon sagen. Und das wäre auch meine Kritik dann an dem Ansatz von Jasper, dass es etwas gibt wie das Logische, dass das implizit in der Kommunikation ist. Also, dass Menschen versuchen, Widersprüche zu vermeiden. Und wenn sie die nicht vermeiden, sondern sich in Widersprüche verwickeln, wie zum Beispiel vor Gericht oder in Geschäftsverhandlungen oder sonst wo, darauf hingewiesen werden. Also automatisch vermeiden wir in der Kommunikation Widersprüche. Das tun wir unbewusst. Das ist implizit sozusagen, wenn Sie so wollen, der Verstand, der in die Kommunikation einfließt. Aber das ist noch nicht Vernunft im Sinne von Jasper. Aber ob es sozusagen Vernunft geben kann, jenseits oder ohne Berücksichtigung dieser
impliziten Verstandesregeln, die Widersprüche zu vermeiden oder auch das Prinzip der Kausalität zu achten oder sonst etwas, ja, andere im kantischen Sinne Verstandesprinzip. Das ist dann doch vielleicht fragwürdig und vielleicht ist es gewagt, wenn man dann diese Kluft zwischen Verstand und Vernunft zu groß macht. Ja. Vielleicht kann man diese Streitfragen am besten lösen, wenn man von dem ursprünglichen Logos-Begriff ausgeht im Griechischen. Der hatte 4 verschiedene Grundbedeutungen, eben nicht nur Wort, sondern auch Sinn, Bedeutung und so weiter. Und diese 4 Grundbedeutungen, die haben sich dann in unendlich viele Unterbegriffe für Logos aufgefächert. Und man könnte eine Doktorarbeit in Auftrag geben, worin das dann verfolgt wird, durch diese Verzweigung des Logos-Begriffs eigentlich die ganzen verschiedenen Logikbegriffe in der Philosophiegeschichte erklärt werden können. Also den allgemeinsten Logos-Begriff findet man immer noch im Johannesevangelium. Das ist ja ganz ungewöhnlich für die Evangelien, war am Anfang war der Logos und der Logos war bei Gott. Das ist sozusagen der Ursprungsbegriff des griechischen Logos-Begriffs. Und diese ganzen Aufspaltungen, das kann man darauf zurückführen. Es gibt ja auch diesen Logos-Begriff von Heraklit, der auch eine Art kosmische Dimension hat. Das könnte auch in diese Richtung gehen. Und ich denke schon, dass Jaspers so etwas vorschwebte, aber das wurde halt nicht angenommen. Es war nicht anknüpfungsfähig an die Philosophie, sozusagen, wie sie auch hier in Heidelberg betrieben wurde damals. Und er hatte ja von der Psychiatrie und über die Psychologie herkommend große Schwierigkeiten, hier auf Akzeptanz zu stoßen. Und Herr Kiel, Sie hatten ja mal erwähnt, dass dieses Buch auch auf Widerstand gestoßen ist oder nicht richtig gewürdigt wurde. Und das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass, sagen wir mal, die Andersartigkeit seines ganzen Philosophierens und insbesondere auch der philosophischen Logik einfach wahrgenommen wurde und man diese Verbindung zu Jaspers nicht geschafft hat oder die Leute haben zu wenig versucht, ihn zu verstehen. Ja, einfach deswegen, weil sich der Begriff verengt hat. Jaspers, man kann ganz einfach sagen, er ging von einem älteren, viel weiteren Logos-Begriff aus. Also ich selbst habe in Bloomington an der Universität auch Kontakt gehabt mit Kommilitonen, Mitstudierenden aus Taiwan und aus Indien, die aber dann mehr westliche Logik studiert haben, aber die haben mir erzählt, dass es dort auch Logikschulen gibt, was ich hier in dem zweiten Teil auch erwähne. Also sowohl in Indien als auch in China gab es eigene Logikschulen, wo keine Verbindung jetzt zur aristotelischen Logik bestand. Aber es gibt einfach gewisse Ähnlichkeiten darin, dass sie einfach das Phänomen des Logischen, möchte ich das mal nennen, alle beobachten und zum Ausgangspunkt nehmen. Und dass auch dort die Logiken in diesem Sinne formal sind als Versuche der Systematisierung der Phänomene des Logischen in der Kommunikation. Also es gibt logische Strukturen in der Kommunikation. Das ist eine Realität. Und ob in Indien oder China oder in Europa, haben die Philosophen, die in diesem Sinn Logik trieben, versucht, diesen Phänomenen auf die Spur zu kommen und sie zu erforschen und zu systematisieren. Und das Resultat einer solchen Erforschung ist dann eine Logik als System oder Lehre. Und ich fürchte, dass Jaspers in dem Sinne das nicht gesehen hat, dass er sozusagen nicht in der gegenständlichen Einstellung einfach nur die Geschichte der Logik sichten muss, was er vielleicht als Arzt und Psychiater geneigt war, in der gegenständlichen Einstellung daran zu gehen, also enzyklopädisch sich einen Überblick zu verschaffen, sondern dass er reflexiv werden muss. Reflexiv auf die Phänomene des Logischen in seinem eigenen Denken und auch im Denken der anderen. Und von diesen Phänomenen ausgehend
den Logikern zugesteht, dass das sozusagen die Sache der Logik ist? Also ich sehe das anders. Ich sehe das nicht so, dass Jasper sich von der Logik frei machen will oder eine ganz andere Alternative entwickeln will, sondern er versucht praktisch seinen eigenen Entwicklungsgang rückgängig zu machen, rückwärts anzulaufen. Er ist von der Praxis der Naturwissenschaft ausgegangen und der Rolle der Logik in der Naturwissenschaften. Und jetzt versucht er das zu begründen in eine kulturübersteigende Begriff von Vernunft und Logik. Das transzendiert, aber es soll nicht die systematische Struktur, die Widerspruchsfreiheit und sowas von verschiedenen Logiken vernachlässigt werden, sondern eingebettet werden in eine Kommunikationsmöglichkeit, die über diese verschiedenen Logiken hinausgeht und miteinander verbindet. Ich meine, wir wissen, er kam aus der Psychiatrie. Und in der Psychiatrie, ich habe selbst ja auch 15 Jahre mit Psychotherapeuten und Psychiatern hier an der Uni zusammengearbeitet. Die Psychiater haben ständig diese Begegnung mit, wird drei gesagt, veränderten Formen von Bewusstsein, an denen die Menschen selbst leiden. Also ganz andere Bewusstseinserfahrungen, wie zum Beispiel in der Schizophrenie oder auch in Gemütserkrankungen verschiedener Art. Und diese Erfahrung wird ihn sicherlich auch geprägt haben. Also die Begegnung mit anderen Gemütsweisen und anderen Bewusstseinsformen, sodass das scheinbar Feste, sage ich mal, dass die Studenten und Studierenden in der Ausbildung der Philosophie lernen, die werden ja sozusagen, er zitiert ja da auch Mephistopheles aus Goethe, sozusagen diszipliniert werden, ja? Dass er diese Erfahrung auch selbst nicht hatte, sondern gerade eine gegenteilige Erfahrung in der Begegnung mit den auf vielfache Weise psychisch Erkrankten, geistig oder Gemütserkrankten. Das hat ihn sicherlich geprägt. Weil da musste er ständig ja in der Kommunikation mit dem ganz anderen sozusagen sein. Ja? Das trainieren auch die Psychiater hier. Die sind das gewohnt, für die ist das normal. Ich habe auch ein Jahr lang auf einer Station am Zentrum für seelische Gesundheit in Stuttgart gearbeitet und habe selbst diese Erfahrung gemacht. Das ist schwer zu verarbeiten, das ist ganz anstrengend, vor allem wenn man spät reinkommt. Also wenn junge Medizinstudierende das früh machen, dann gewöhnen sie sich gewisserweise leichter dran. Wenn man später dahin kommt und diese Erfahrung macht, im Umgang mit doch schwer erkrankten Menschen, dann ist das sehr anstrengend, damit zurechtzukommen. Und eine Erfahrung von einer wirklich totalen Fremdheit. Ja, da fehlt das, was der Psychiater Wolfgang Blankenburg die natürliche Selbstverständlichkeit nannte, das fehlt da. Und diese natürliche Selbstverständlichkeit, ich glaube, dass Blankenburg da eher von Heidegger herkommt, aber das könnte das sein, wovon vorhin die Rede war, wenn sozusagen Realitätsverständnis, ein allgemeines Realitätsverständnis ist. Common Sense sagt man vielleicht auch dazu. Und Jaspers wollte sicher in seiner Theorie der Vernunft über Common Sense hinausgehen. Common Sense ist ja eher Verstandesebene nach Kant. Ja? Und die Theorie der Vernunft ist bei Jaspers sicher mehr kommunikativ und in der Begegnung sozusagen von Ich und Du, wenn man es mit Huber sagt, bei doch großer Differenz verbunden. Also wenn ein Atheist einen Theisten trifft, dann ist in Bezug auf das absolute Du, wie Huber das nennt,
beim einen überhaupt kein absolutes Du da, beim anderen sehr wohl, sogar existenziell relevant. Und ich glaube, dass in diesem Sinn Jaspers, damals gab es ja auch Diskussionen rund um die Dialogphilosophie, dass Jaspers auch die Verengung noch von Buber verlassen und darüber hinausgehen wollte, in eine noch größere Weite. Also wo auch kein absolutes Du mehr auf beiden Seiten vorausgesetzt werden kann. Das, was Buber noch macht. Und Jaspers sieht die Notwendigkeit in der Begegnung mit anderen Kulturen, jetzt weniger Indien, ich denke mir an China oder Japan, dass dort eben eine Dialogphilosophie à la Buber scheitert, weil sie im Grunde noch, in Anführungszeichen, jüdische Voraussetzungen hat. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Das ist eine sehr, sehr vielfältige Diskussion, die sich jetzt hier gerade ergibt. Und vielleicht können wir auch darauf nochmal zurückkommen. Unter anderem auch auf Ihre These, die ja eine These ist, Herr Diehl, oder? Dass das Wesentliche des Logischen so das eine ist und zeitlos gültig wäre. Und das, glaube ich, bestreitet Jaspers auf jeden Fall. Und das weiß ich nicht, ob Sie das gut genug begründet haben, dass das tatsächlich das Wesentliche a priori und zeitlos Gültige der Logik ist. Aber darauf können wir vielleicht später noch zurückkommen. Ich würde jetzt an dieser Stelle Herrn Kiss einladen, seinen Vortrag zu halten. Er ist von der Eötvös Lorand-Universität in Ungarn. Ich müsste beschäftigen mit Herrn Kiels Monographie über Orientierungswissen. Ich glaube, er schuf eine neue Art von Wissenssoziologie, die ihren Ursprung bei Jaspers hat, in Jaspers nicht sehr bekannten Kulturkritik. Und Kiel spielt mit Jaspers an ganz wichtigen Punkten zusammen. Und es ist fast am Rande einer neuen Disziplin, eine Disziplin, die noch keinen Namen hat, weil von Jaspers der Weg zur modernen Wissenssoziologie nicht ganz einfach, weil anstatt Scheler und Mannheim geht er immer nach Plato und Nietzsche. Und insofern macht es uns nicht so ganz einfach, diese Wege zu finden. Und ich glaube, dass Orientierungswissen, Orientierung ist etwas wie Ideologie, Weltanschauung, geht zurück auf Kants, was ist philosophische Orientierung, was auch bei Kiel auch zitiert wird, ist ein großer Teil der Philosophie. Und sie hat auch Jaspers eigentlich auch sehr interessiert. Und er hat diverse Bemerkungen, in denen er es sozusagen unterstreicht. Dieses Werk ist eine gewaltige Schau von einer rückwärtsgewandten Aufklärung sozusagen, eine Kritik der Geschichte und eine Kritik des falschen Orientierungswissens. Also wenn man Kiel liest, dann sieht man, was alles der Mensch falsch gemacht hat und wie viele falsche Orientierungswissen, Ideologien, Weltanschauungen und noch Schlimmeres sich zu eigen gemacht hat. Der wichtigste Punkt ist die Begegnung zwischen den Produkten der exakten Wissenschaften und des Orientierungswissens. Das ist ein notorischer Schwachpunkt in dieser gedanklichen Arbeit. Man könnte viel dazu erklären. Auf der einen Seite sind die Forderungen nach exakter Forschung immer stärker und auf der anderen Seite sind die Bedürfnisse der Orientierung immer stärker. Das heißt, es existiert einen doppelten Druck auf diese Nahtstelle, wo alles falsch geht, ja, alles schief geht. Und da trifft Kiel Jaspers, der 32 in der geistigen Situation der Zeit, also die scheinbar überraschende Angriffe macht auf Marxismus, Psychoanalyse und Rassentheorien. Und das ist für uns heute mag sogar ganz erstaunlich sein. Ich kann jetzt nicht ausführen,
Leider damals waren diese Wissenschaften tatsächlich noch neu. Neu war Psychoanalyse und neu war der Marxismus. Warum? Weil die gesammelten Werke von Marx um 30 erschienen sind. Niemand kannte Marx früher und so weiter und so weiter. Und was ist das Problem von Jaspers an diesen Wissenschaften? Er sieht diese Wissenschaften als Orientierungen und nicht als Wissenschaften, als Forschungen. Und der gebrauchte Termini, also er sagt nicht, dass die Ideologien, sondern er sagt, dass sie verfälschen die wirkliche Forschung. Und das ist auch die Nahtstelle, genau der Punkt, ja, wo die Forschung mit der Orientierung zusammenkommt. Und das ist, was man in Kiels Monographie in unglaublich großer Anzahl lesen kann. Das Leben geht aber noch weiter, weil Orientierungswissen bekommt eigenständige Impulse und aus Orientierungsmomenten entstehen neue Wissenschaften. Das heißt also, wenn Sie zum Beispiel die Geschichte der Literaturtheorie kennen, dann Sie sehen, dass die literaturtheoretischen Schulen, die schreiben der Philosophie vor, was die Philosophie forschen muss. Ja? Das heißt, die Orientierung tritt an die Stelle der großen Forschung. Und das ist natürlich so oder so Jaspers Herzensangelegenheit, also die große Philosophie, wo große Philosophen, große Systeme sind, wo er ein Buch schreiben kann mit dem Titel Die großen Denker. Ja? Wer hätte den Mut, so etwas zu schreiben? Die großen Denker. Ja? Was sind große Denker? Es sind die, was für Jaspers wichtig sind. Es gibt eine unendliche Reihe von wichtigen Punkten und am Ende hätte ich einen Punkt, wo ich Jaspers Kiel ein bisschen noch weiter entwickeln würde, nämlich die Sache kann noch schlimmer werden. Also Kiel hat ein sehr trauriges Bild. Und ich würde allen empfehlen, Kiel wirklich lesen, wie er es schreibt. Aber heute hat das Orientierungswissen noch ganz neue Probleme, neuartige Probleme, schlimmere Probleme, als es bei Kiel noch auftauchen. Also das eine Problemkomplex ist Totalitarismus in allen neuen Formen. Also denken Sie daran, was ist Orientierung? Ich konnte es nicht ausführen. Orientierung ist, ich orientiere mich, ich möchte die Welt verstehen, ich möchte diskutieren, kommunizieren. Und was ist dann Totalitarismus? Was Totalitarismus will, dass wir die Welt verstehen? Nein. Also, er will überhaupt nicht. Er will uns einpauken, was er will. Aber das ist nur die eine Gefahr. Ich meine, es ist wirklich neue Sorten von Totalitarismen. Die andere ist eigentlich die Differenzproblematik. Also die Differenzproblematik in der Philosophie, Literatur etc., in der Logik der Differenz, was passiert mit der Orientierung. Also denken Sie darüber nach. Was du als Orientierung möchtest, ist ungültig. Ja? Also langsam denken wir mit Nostalgie an Kiel zurück, ja? Der noch die alten Probleme der Orientierung beschrieben hat. Ich hatte keine Zeit, Orientierung wissenssoziologisch, ideologiekritisch, wertmäßig etc. auszuführen. Ich bedanke mich. Ja. Jaspers hatte noch klare Gegner, trifft von 1931 die 3 Ideologien. Und das konnte er noch klar verorten. Er hat ja den Begriff Wissenschaftsaberglauben eingeführt in die Philosophie. Da hatte man noch klare Gegner, die man verorten konnte. Ich habe von Katholizitäten gesprochen. Ich würde es heute anders nennen. Katholizität ist ja einfach der katholischen Glaubenslehre entsprechend. Ich würde heute den Begriff Orthodoxie verwenden. Das ist das Gemeinsame für Religion und diese neuen 3 Ideologien. Es gibt einen Mythos, es gibt einen Kanon und es gibt dann daraus abgeleitete Dogmen.
Und das war noch klar erkennbare Gegner, mit denen man sich auseinandersetzen konnte. Und dann, das habe ich am Anfang und am Ende von dem Ideologiekritik-Kapitel auch angesprochen. Es kommt dann etwas, was ich die neue Zivilreligion heute nenne. Das ist nicht mehr ohne weiteres fassbar. Das ist vielköpfig und das ist sehr schwer einzuordnen. Es ist zwiespältig, es gibt immer Licht- und Schattenseiten. Und diese negative Geschichtsbetrachtung, die beruht natürlich auf dem, was die Frau Alessiato gestern der Jaspers als Geistesaristokrat. Es beruht ganz einfach darauf, weil er noch ein Ideal hatte. Jung nennt das als Therapieziel die Vollständigkeit des Menschen. Und Jaspers hatte dieses ähnliche Ideal der Vollständigkeit, indem er eben diese 4 Wirklichkeitsebenen, in denen menschliches Denken und Praxis sich entfalten kann, im Auge hatte. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich alles, was er kritisierte, defizitär und deswegen auch diese Problematik, dass er natürlich selber auf dementsprechende Ablehnung stieß. Und es ist eigentlich kein negativer Rückblick. Er ist ja Psychiater, wie Jung es auch war. Es ist tatsächlich eine psychiatrische Sicht auf den Menschen. Es geht immer um die Stufen der Homo fingens und der Homo demens, der abgleitet in die Psychose oder eben in den Totalitarismus und bis zum Massenmord. Es ist eigentlich nicht weiter verwunderlich, wenn man das Ideal der Vollständigkeit sieht, das Jaspers als Ideal des Menschen und das Ideal der Kommunikation auf höchster Stufe gesehen hat. Nur etwas verwundert, dass Herr Kiel seine eigene Darstellung nicht traurig hält, aber heute will niemand traurig werden. Ich weiß, okay, danke. Ich vergleiche nur unsere Situation mit der im 30-jährigen Krieg. Ich glaube, das war immer ähnlich. Es gab mal immer die lichten Momente, die Zeiten der Aufklärung, wieder die Verdunklung. Und natürlich sind das, was Jaspers dann ins Auge fasste, ist natürlich die neue Situation, dass die bisher nur fingierte Apokalypse durch Jesus und überhaupt die apokalyptischen Vorstellungen, dass die heute eben real geworden sind. Und deswegen hat Arthur Koestler vorgeschlagen, die Zeitrechnung mit dem Jahr 1945 zu beginnen. Das ist natürlich völlig neu, die real mögliche Apokalypse. Ansonsten würde ich vielleicht noch mal rückfragen, inwiefern tatsächlich der Totalitarismus und das Differenzproblem nicht bei Jaspers schon gefasst ist. Also zumindest den Hintergrund bestimmt. Also ich bin mir nicht sicher, ob tatsächlich, also ich stimme Ihnen zu, er ist natürlich da nach wie vor Geistesaristokrat, also geht da von anderen Möglichkeiten aus. Aber das Problem der Katholizität oder der Ideologien, Orthodoxien, also der Frage, ne, also der Indifferenz generell, ja, also ich stoße sozusagen auf bestimmte Dogmatismen, die nicht wollen, dass wir die Welt verstehen. Ja. Oder ich stoße eben auf Relativismen, wo dann eben unterschiedliche Wertsphären auftreten, die dann Orientierung von einer in die andere Wertsphäre eben auch schwierig machen lassen. Das ist ja ein Problem, mit dem Jaspers durch seine komplette Philosophie hindurch umgeht. Ja, also mit Autoritarismen unterschiedlicher Art und mit Relativismen unterschiedlicher Art. Also ich weiß jetzt nicht, inwiefern wir tatsächlich von einem neuen Problem an der Stelle ausgehen müssen. Also inwiefern wir tatsächlich sagen müssen, dass wir heute nicht mehr so klar erkennen können, was die Autoritarismen sind, was die Relativismen sind und inwiefern wir Orientierungswissen an der Stelle irgendwie als dritte Position einbringen können. Ne? Und an der Stelle wäre dann vielleicht auch nochmal gefragt, ob wir und inwiefern wir heute, gerade wenn wir Postfaktizität diskutieren, ja, wieder auf Begriffe von Pseudowissenschaft zurückgreifen können.
Ja, ich würde nur kurz sagen, der Unterschied zum ideologischen Zeitalter ist, dass die Double-Bind-Situation zugenommen haben. Die können ja bis zur Schizophrenie führen. Double-Bind-Situation ist zum Beispiel, wenn ein Begriff bei uns kursiert, der heißt antimuslimischer Rassismus. Und gleichzeitig wird mit der Migration ein neuer Antisemitismus in Europa, speziell in Deutschland, hat Fuß gefasst. Und dann gerät plötzlich unsere Kulturministerin in arge Bedrängnis, die immer das Ideal der bunten, freien, diversen Gesellschaft hatte und vertreten hat. Und dann fällt ihr dieses Problem plötzlich auf die Füße. Das ist eine klassische Double-Bind-Situation. Es gibt diese diverse Gesellschaft, ist sozusagen der Boden dafür. Das ist anders als früher. Nochmal ganz kurz, ich würde da doch nochmal gerne drauf zurückkommen, weil Jaspers ja immerzu von Bodenlosigkeit spricht. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass in den 30er Jahren, in denen er schreibt, eben die Gegner so klar benennbar sind oder waren. Ja. Also ich glaube, er kennt diese Double-Bind-Situation durchaus sehr, sehr, sehr gut. In der Politik, im Gesellschaftlichen, nicht nur aus seiner psychiatrischen Tätigkeit. Ja, aber im Weltbürgerkrieg ging es also außerhalb der liberalen, demokratischen Staaten, Weltbürgerkrieg, ging es klar Marxismus gegen Faschismus. Das waren klare Fronten. Heute gibt es viele Fronten. Es gibt den Globalismus, es gibt den Islamismus, der ein großes Problem ist, und China und so weiter, von Russland ganz zu schweigen. Es sind viele Fronten, mit denen wir es zu tun haben. Das ist das, was Habermas neue Unübersichtlichkeit nannte. Es gibt keine klaren Freund-Feind-Beziehungen mehr im Sinne von Carl Schmitt. Die sind vielfältig geworden. Natürlich hat Jaspers eine einwandfreie Position in den 30er, 40er Jahren, aber so, er lässt sich kaum ein in ganz direkte Auseinandersetzungen und er bleibt irgendwie gehoben irgendwie, und das würde man noch diskutieren müssen. Das heißt, er hat keinen Krampf, er ist kein Antikommunist, er redet über Marx ganz auf vielfache Weise, etc. Also es ist nicht gegen sie gemeint, sondern dass diese Position doch eine ganz eigenartige ist, wenn Sie schon danach fragen. Ja. An der Stelle würde jetzt dann Herrn Keller fragen von der Universität of California, Riverside, right? That's where you are. Mit Ihrem Vortrag zu beginnen. Danke. Gestern in der Sitzung ist die Beziehung zwischen Aufklärung und Romantik und naturwissenschaftlicher und geisteswissenschaftlicher Kultur und Bildung Problem geworden. Jaspers hat sich in seiner Logik wie überall bemüht, eine enge, zweckrationale Konzeption von Aufklärung abzuweisen. Das Umgreifende ist ihm Thema, weil er den Grund der Logik des Logos und der Vernunft in dem sieht, was er sich stets der letzten Aufklärung entzieht. Jaspers hat sich aber als methodisch bewusster Naturwissenschaftler verstanden. Von Kant und der umfassenden Kant-Rezeption nicht nur in der Philosophie, sondern auch in den Struktur- und Naturwissenschaften nach der Jahrhundertwende übernahm er eine Konzeption, in der die Geisteswissenschaften und die Naturwissenschaften inklusive Relativitätstheorie und Quantenmechanik systematisch ineinander greifen. Die Logik, der Logos und die Vernunft manifestieren sich systematisch in der Geschichte und sind ohne das durch Wissenschaft systematisch strukturiertes, freies, kommunikative Handeln der Menschen in der Gesellschaft und in der Geschichte unmöglich. Weder Logik noch Mathematik noch die Natur- oder Geisteswissenschaften lassen sich von ihrer systematischen Einbettung in der Zeit und in der Geschichte freisprechen. Das gilt insbesondere von der Logik und Naturwissenschaft
und ihre letzten Grundlagen, so wie sie von Brauer und Hermann Weil verstanden worden ist. In seiner philosophischen Logik setzt Jaspers sich zur Aufgabe, die Erscheinung von Wahrheit in der Zeit zu entfalten. Er ist mehr an den philosophischen Grundlagen der Logik interessiert als an den Sachverhalten, an den Propositionen, die bereits Gottlob Frege, Bertrand Russell und Rudolf Carnap sowie die gegenwärtige philosophische Logik beschäftigen. Er nimmt zu Recht an, dass es zwar nur eine Wahrheit gibt, dass aber diese Wahrheit stets nur aus der geschichtlichen, sozialen und kommunikativen Situation, in der man steht, zu verstehen ist. Die Wahrheit ist zwar nicht relativistisch zu verstehen, sie ist aber auch ohne die Beziehung zur gegenwärtigen Lage gar nichts. Die Wahrheit hat also auch immer eine Beziehung zu unserer Existenz. Jaspers Konzeption der Logik und des Seins ist teils im Gegensatz zur Existenz, aber auch am Ende in Einheit mit der Erfahrung von Existenz konzipiert. Das hat für Jaspers in Einklang mit Dilthey, Cassirer und Heidegger auch eine Berechtigung in der Gesamtkonzeption von Kants kritischer Philosophie. Schon die Kritik der reinen Vernunft endet mit einer systematischen Struktur und mit einer Architektonik der reinen Vernunft, die in die Geschichte der reinen Vernunft eingebettet ist. Hier geht es um ein Philosophieren im Hier und Jetzt, ein Philosophieren, das im Gegensatz zur Schulphilosophie von den wesentlichen Zwecken der menschlichen Vernunft handelt. So kann. Das sind Zwecke, die in einem kosmisch-politischen Weltbegriff der Philosophie zum Ausdruck kommen. Für Jaspers gilt zwar das Systematische als Ziel, aber das abgeschlossene System lehnt er ab. Mensch, Sein und Logos erweisen sich immer in der Transzendenz des Umgreifenden. Diese Konzeption ist eine Entwicklung von Kants Ideenlehre, die Jaspers bereits 1913-14 als das Herz von Kants Philosophie betrachtet hat. Jaspers hat Kant rückwärts rezipiert, beginnend mit seinen letzten Schriften und insbesondere mit den Streit der Fakultäten und der Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. In dem Streit der Fakultäten diskutiert Kant die Beziehung zwischen Medizin und Philosophie und die therapeutische Rolle der Philosophie. Der Philosophie und der philosophischen Fakultät wird im Gegensatz zu den sogenannten oberen Fakultäten in der Universität eine übergeordnete Rolle zuerkannt. Die oberen Fakultäten, die theologische, die juristische und die medizinische, sind für ihn obere, weil sie der Regierung näher stehen und weniger unabhängig sind. Die theologische Fakultät hat für das Seelenheil, die juristische Fakultät für das Heil des Menschen im Zivilbereich und die medizinische Fakultät für das Heil des physischen Menschen zu sorgen. So Kant betrachtet die Philosophie eigentlich als verantwortlich für das Heil des individuellen Menschen und für die gesamte Gesellschaft in der Geschichte. Kant behauptet, dass die Philosophie allein die Fähigkeit besitzt, das Gute und das Wohl und das Heil zu erkennen und herbeizuführen, das den ganzen Menschen und die ganze Gesellschaft angeht. Die philosophische Fakultät hat dabei die Aufgabe, öffentlich, autonom und unabhängig nach der Wahrheit zu suchen und sie auch öffentlich auszusprechen. Zu dieser Wahrheit gehört das Eintreten für die Menschenrechte und die Autonomie und die Selbstverwaltung, welche der menschlichen Geschichte erst Sinn geben. Hierin sieht Kant auch die kopernikanische Wende, welche die Revolution der Denkart und die Verwandlung des ganzen Charakters einer Person, einer Universität, einer Nation, der menschlichen Gattung und der ganzen menschlichen Geschichte herbeiführt und ihnen Sinn gibt. Die Konzeption des Streits der Fakultäten hat Jaspers nicht nur deshalb besonders interessiert, weil er auch
Kants Idee der Universität aus dem Streit der Fakultäten in seiner immer wieder neu herausgegebenen und modifizierten Idee der Universität übernommen hat, sondern auch, weil Kants Konzeption der öffentlichen Rolle des Universitätsprofessors und vor allem des Philosophen dort in seiner ganzen politischen, auch philosophischen Bedeutung zutage tritt. Die Philosophie hat die Rechte der Menschheit öffentlich und systematisch zu begründen und zu verteidigen. Jaspers war zutiefst an Kants Auffassung der Revolution der Denkart interessiert und identifiziert sich mit der Rolle, die Kant dem Philosophen zuerkannte. Jaspers hat die Verschmelzung von den Grundlagen der Logik und Mathematik in der Geschichte mit der systematischen und normativen politischen Revolution der Denkart bei Kant erkannt und sich zu eigen gemacht. Jaspers sieht bei Kant alles in einem Zusammenhang. Die Politik und die Religion gehören zur Revolution und zur Revolution der Denkart, die den Charakter und den ganzen Menschen und die ganze Natur und Kulturgeschichte der Menschheit umfasst. Dies ist ebenso fundamental Jaspers philosophische Einstellung und seine Konzeption von Logik und Wahrheit. So, Jaspers gibt der freien und grenzenlosen Kommunikation und sogar der Liebe eine Fundamentalstellung im Verstehen von Wahrheit, Sein und Vernunft. Für den methodologischen Solipsismus in der Nachfolge von Carnap gilt Jaspers Konzeption als eine in sich problematische epistemologische Einstellung und eine grundsätzlich falsche Interpretation von Kant. Jaspers begreift aber, dass wenn man einmal die Kohärenz einer Welt einzuräumen bereit ist, die so von unserer Umwelt abgelöst ist, wie der methodologische Solipsismus es fordert, dann ist bereits sowohl in der Erkenntnistheorie wie in der Metaphysik alles verloren, in die uns vertraute Welt nicht mehr erreichbar. Beim Logos ist für Jaspers die Sprache und die Kommunikation konstitutiv. Denken gibt es für Jaspers, wie zumindest für den späten Kant der Anthropologie, eigentlich nur als sprachliche Einheit der Apperzeption und begründet in der Öffentlichkeit, die sich sowohl stiftet als auch voraussetzt. Vielen herzlichen Dank. Das hat sich jetzt für mich so angehört, als ob Jaspers sich die kopernikanische Wende, also Revolution der Denkungsart, so eigen gemacht hätte. Ja. Ich frage mich, wie das vereinbar ist mit der Auffassung, dass Jaspers Interesse war, die Wirklichkeit als Wirklichkeit zu erkennen. Also das scheint mir gerade gegenläufig zu sein. Also ich weiß nicht genau, wie das von anderen verstanden worden ist, aber ich verstehe wirklich, so wie Jaspers das versteht, im Zusammenhang mit Hegels Identifikation von Vernunft und Wirklichkeit. Und insofern steht das nicht im Gegensatz zum transzendentalen Idealismus von Kant, sondern ich verstehe Hegels Logik als der Vollzug von der systematischen Einheit der Ideenlehre von Kant. Und das wäre auch so, wie ich Jaspers verstehen würde. Um das nochmal aufzurollen, meiner Auffassung nach sind die theoretischen Ideen bei Kant nicht als freistehend zu verstehen, sondern sie müssen gegründet sein in der praktischen Bedeutung der Ideen, im Tun. Theoretisch sind sie nur Illusionen. Und ich betrachte das als die Position von Hegel auch. Also er sieht die kantische Position als Kritik an eine zu abstrakter Konzeption von Theorie. Und er strebt eine Einheit von Theorie und Praxis in seiner eigenen positiven Auffassung von Theorie. Und das ist meines Erachtens auch die Auffassung von Theorie, die für Platon gilt.
und Aristoteles. Also es gibt eine negative und eine positive Seite zu der kantischen Philosophie. Die kantische Philosophie greift eine dogmatisch und abstrakt scholastisch gewordene Philosophie an, aber positiv sucht sie die Philosophie in ihrer Systematik in dem zu gründen, was uns an Weltorientierung in unserer Handlung, was wir dafür brauchen. Und das ist die Weltkonzeption der Philosophie. Und das wird dann von Jaspers und von Hegel aufgegriffen. Pierre, die Kamera vielleicht etwas adjustieren, bitte. Danke. Ich beginne mit einer Bemerkung und ich hätte zwei Fragen dann anschließend. Die Bemerkung bezieht sich auf den Anfang, wo Sie erwähnt haben, dass Jaspers Natur- und Geisteswissenschaften integrieren wollte, wobei es doch auffallend ist, dass er ganz systematisch Psychoanalyse immer außer Acht gelassen hat. Das wird von Psychologen oft dann auch kritisiert, aber das ist eine Nebensache. Meine Hauptfrage würde darauf beziehen, wie Sie eine Parallele zwischen Kant und Jaspers mit bezüglich auf Philosophie, Wissenschaft und Existenz aufstellen wollen. Und zwar deswegen, weil ich den Eindruck habe und glaube, dass der Herr Diels Bemerkung hat auch damit was zu tun, ich den Eindruck habe, dass Sie dort den grundlegenden Unterschied zwischen Kant und Jaspers ein bisschen verwischen, in dem Sinne, als Sie es unterbetonen, wie Jaspers in seiner Existenzanalyse das Bereich der Wissenschaft verlässt. Also sein Ausdruck dafür ist appellierendes Denken, was er macht, und das setzt er dezidiert gegen wissenschaftliche Erkenntnis. Und in dem Sinne kann man sagen, dass bei Kant zwar die wichtigen Zwecke der Menschen fundamental betrachtet werden, aber im Gegensatz zu wissenschaftlicher Erkenntnis. Also für Kant ist Wissenschaft eben Positivismus. Also das ist Newtonsche Naturwissenschaft. Die Fragen des handelnden Menschen werden dann unter anderen Voraussetzungen behandelt, und in dem Sinne bin ich mir ein bisschen skeptisch darüber, was Sie davon gesagt haben, dass Kant eine Kritik an einer zu engen gefassten Theoriebegriff da ausübt. Also das wäre dann die Frage. Das hängt natürlich mit einer sehr weitreichenden Kant-Interpretation. Ich würde das so sagen: Kant, als er die Kritik der reinen Vernunft geschrieben hat, war nicht in der Lage, Gefühle und Begehren in die Transzendentalphilosophie einzubeziehen. Das hat er ja auch explizit gesagt in der Kritik. Er hatte aber schon den Anspruch gehabt, Philosophie im weltbegrifflichen Sinne zu entfalten. Aber in den zwei weiteren Kritiken fand er die Mittel, um eine systematische, erfahrungsgründende Entfaltung von der Rolle von Gefühl und Begehren in der Kritik a priori zu entfalten. Und das ist dann die Grundlage von Kants späterer Konzeption der Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Sie kann wirklich eine a priorische Wissenschaft des ganzen Menschen sein, weil sie in der Lage ist, alle wesentlichen Aspekte des Menschen a priori zu begreifen und in die Geschichte in eine a priorische Struktur einzubetten. So Kant hat ja im Streit der Fakultäten auch eine a priorische Theorie der Geschichte entfaltet, die auf der Grundlage dessen aufgebaut ist, was der Mensch in der Geschichte tut und insbesondere, wie man sich zur Revolution in Frankreich stellt als Philosoph und damit als Sinnzusammenhang für die Geschichte betrachtet.
Nur ganz kurz. Zum einen waren die Nachfolger von Kant damit gar nicht zufrieden, wie Kant eine einheitliche Beschreibung des Menschen oder der grundlegenden Aspekte menschlichen Seins gegeben hat. Zum Zweiten macht das die Analyse der Wissenschaftlichkeit bei Kant gar nicht rückgängig. Und worauf ich hinaus wollte, ist eben der Gegensatz von Jaspers und Kant. Also Jaspers, wo er anfängt, über philosophisch interessante Sachen zu reden, da verlässt er das Bereich der Wissenschaft im Gegensatz zu Kant. Ich sehe auch einen Unterschied zwischen Kants Grundlegung der Naturwissenschaft und seiner Auffassung der Philosophie als Wissenschaft, Metaphysik als Wissenschaft. Das strebt Kant an. Und diese Metaphysik, die greift alle Aspekte des Menschen an. Die sind das, was für Jaspers Kern der 3 Bände von seiner Philosophie ausmachen. Religion, Selbst, Welt. Das ist eine Rekonstruktion dieser kantischen Konzeption von einer Metaphysik als Wissenschaft. Das steht nicht im Kontrast zu einer Begründung der Natur- und logischen Wissenschaft. Das steht aber nicht im Gegensatz zu, sondern das hat ja gerade die gleiche Begründungsfunktion, wie das auch bei Kant hat. Kant hat im Gegensatz zur normalen Kant-Interpretation eine Begründung des ganzen gesellschaftlichen Seins der Menschen und der Natur angestrebt und ich finde auch weitgehend durchgeführt. Das greift Jaspers auf und Heidegger, aber auch die deutschen Idealisten. Nach meinem Gedächtnis haben Sie gesagt, dass Jaspers Konzeption von Transzendenz und des Übergreifenden eine Entwicklung von Kants Ideenlehre ist. Wie kann man so sagen? Ja, also ich meine, das ist textlich ziemlich leicht zu zeigen, aber sachlich meine ich das so, für Jaspers wie für Kant sind die Ideen zu verstehen als Aufgaben, unendliche Aufgaben, die, wenn sie als Objekte verstanden werden, falsch und illusorisch verstanden werden. Und Ideenlehre, Kants Ideenlehre und Jaspers Umgreifende, was ist die Beziehung zwischen den beiden? Das Umgreifende hat ja verschiedene Formen und das Umgreifende vergleicht Jaspers selbst mit Selbst, Welt und Gott. Also das sind die 3 Grundformen von Ideen bei Kant. Das Umgreifende manifestiert sich im kommunikativen Handeln und ich behaupte, das ist bei Kant genauso. Wir müssten weitermachen mit dem letzten Beitrag für heute. Herr Kroll, an der Stelle. Ich finde es sehr bemerkenswert, dass Jaspers sein Hauptwerk zur philosophischen Logik abschließt mit der impliziten These, die Vollendung des Seinsbewusstseins liegt im Sinn des Schifferseins. Nun zu Jaspers über Schiffer, Symbol und Gleichnis im Vergleich zu Jung. Gleich zu Anfang des letzten Abschnitts in Von der Wahrheit, die Objektivität als Schiffer, erinnert Jaspers den Leser daran, dass das Sein nur in der Subjekt-Objekt-Spaltung für uns zugänglich ist. Das Sein muss deshalb eine Weise des Objektseins annehmen und zugleich eine Weise der Subjektivität, die auf das Objekt gerichtet ist. Jaspers möchte den Sinn des Schifferseins als die Vollendung des Seinsbewusstseins erfassen. Schiffer, Symbol und Gleichnis haben für Jaspers die gleiche Bedeutung. Was Jaspers Existenz nennt, liegt keineswegs im Subjekt als solchem.
Existenz erscheint in der Verschlungenheit von Subjektivität und Objektivität. Rechtes Philosophieren achtet daher auf die Bewahrung von Subjektivität und Objektivität und deren produktiver Spannung. Zitat: Der Weg des wahren Philosophierens verliert in der Erscheinung der Objektivität weder Subjekt noch Objekt, sondern ergreift in ihrer Polarität das Sein. Zitat Ende. Einige Zitate zur Kraft der Schiffer für die Seinsvergewisserung. Weltorientierung ist unerlässlich, genügt uns aber nicht, weil sie ständig bloß Aufgabe bleibt. Die Aufgabe, so Jaspers, der eigentlichen Seinsberührung erfüllt das Symbol. Die Schiffer ist nicht Objekt, nicht Subjekt. Sie ist die Objektivität, die von der Subjektivität durchdrungen ist, und zwar so, dass im Ganzen das Sein gegenwärtig wird. Zitat Ende. Ein weiteres Zitat dazu: Unser Staunen reißt uns hin, durch die Welt hindurch, uns hineinzustürzen in die Transzendenz. Aber wir bleiben in der Welt und finden uns wieder, nicht in der Transzendenz, sondern in gesteigerter Gegenwärtigkeit. Was immer für uns ist, wird uns mehr, als es zunächst schien. Es wird durchsichtig, es wird Symbol. Zitat Ende. Was tut das Symbol? Zitat: Das Symbol fängt auf, was aus uns sonst im Leeren verströmen würde. Das Symbol zeigt, was ohne uns gänzlich verborgen bliebe. Zitat Ende. In diesen beispielhaften Zitaten zeigt sich deutlich, wie Jaspers in seiner indirekten, kreisenden Umwanderung vorgeht. Er bleibt formal, abstrakt, charakterisiert die Logik und das Funktionieren des Symbols. Er geht nicht auf mögliche Inhalte ein, die ein Symbol konkret vermitteln möge. In ihren Bemühungen, die Logik und Wirkung des Symbols zu erhellen, haben Jaspers und Jungs viel gemein. Doch auch hier zeigen sich wieder unterschiedliche Blickwinkel und Betonungen. Jungs Malerei, seine mit Inschriften versehenen Bildhauereien und das eigenhändige Bauen seines Wohnturms in Bollingen scheinen darauf hinzudeuten, dass er dem konkret Gegenständlichen näher war als Jaspers, dem das Sinnesempfinden vermutlich eine minderwertige Funktion war. Dementsprechend ist Jaspers Symbolik karg. Jungs Symbolik hingegen ist inhaltsreicher und kulturell vielfältiger. Siehe zum Beispiel Jungs gemalte Mandalas und seine Interpretationen zu geografisch diversen Mandalas und zur Alchemie. Was geschieht, wenn ein Objekt zum Symbol wird? Wenn ein Objekt zur Schiffer wird, verflüchtigt sich dessen Gegenständlichkeit zu einer ansprechenden Ambivalenz. Zitat: Als Schiffer wird das Objekt gleichsam schwebend. In der Bestimmtheit des Gegenständlichen, die nur ihr Element ist die Schiffer verloren. Denn sie selber ist kein bestimmter Gegenstand, sondern das im Gegenständlichen das Subjekt und Objekt umgreifende. Daher sind die Schiffern nicht zuletzt noch ein neues Gegenstandsgebiet. Sie sind nicht ein gegenständlicher Abschluss. Vielmehr sind sie verborgen in aller Objektivität. Alles, was ist, kann Schiffer sein. Es wird Schiffer durch eine Verwandlung der Weise des Objektseins im Transzendieren. Zitat Ende. In der Verwandlung von Objekt zur Schiffer wird das Objekt gänzlich neu erfahren. Zitat: Nur in der Polarität von Subjekt und Objekt ist unser Leben.
In dieser Polarität kann das Objekt in jene Schwebe kommen, die es zugleich bestehen lässt und aufhebt. Diese Schwebe ermöglicht das Seinsbewusstsein, für das das Objekt durchseelt ist, aus der Tiefe. Von ihr her erhält das Objekt einen unersetzlichen Sinn. Zitat Ende. Verallgemeinernd kann Jaspers daher wunderschön sagen, Zitat, im Philosophieren wird die Sinnlichkeit nicht verlassen, sondern mit Sinn und Seele begabt. Zitat Ende. Philosophie und Psychologie vereinen sich in einem Brennpunkt. Jaspers dazu, die Sprache der Symbole zur Klarheit zu bringen, ist die höchste Leistung des philosophischen Denkens. Diesem Ziel kann Jung sicherlich zustimmen. Wohlgemerkt, das philosophische Denken bringt die Symbole zur Klarheit, nicht zur Erklärung. Soweit zum gemeinsamen Ziel. Das folgende Zitat Jaspers kritisiert die psychoanalytische Schule. Es ist unklar, ob Jaspers Kritik auch auf Jung zutrifft. Zitat, die psychoanalytischen Deutungen werden im Ganzen zur Grimasse eines Lesen der Schifferschrift, wie sie einem glaubenslosen Zeitalter gemäß war. Statt auf die Wirklichkeit transzendenten Seins hin, wird auf das seelisch unbewusste Geschehen hingedeutet. Statt Erhellung und Glaube wird Scheinerklärung und Aberglaube vollzogen. Zitat Ende. Wie ich gerade erwähnt habe, werden Schiffern individuell und den Umständen entsprechend unterschiedlich erfahren. Das Wie der Erfahrung hängt ab von der Einstellung des Betrachters. Zitat, Schiffern sind abstrakt in ihrer allgemeinen Gestalt, leibhaftig in der persönlichen Begegnung. Abstrakt etwa als das ewig Weibliche, als Muttergottheit, leibhaftig in der bestimmten geschichtlichen Mutter oder Frau für diesen bestimmten Menschen. Abstrakt der allgemeine Christusgeist, leibhaftig Franz von Assisi für seine Jünger. Zitat Ende. Erhebung des Symbols zum Gipfel der Philosophie. Zitat, es ist die Bewegung des Philosophierens, das in Symbolen seine mögliche Vollendung findet. Es ist der Eros, dem das Sein sich zeigt, indem es sich in den Symbolen zugleich verschleiert und offenbart. Das Bedeuten der Symbole ist die Seinsgegenwart des Wirklichen. Zitat Ende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihren interessanten Vortrag. Eben der letzte Satz, ne? Das Bedeuten der Symbole ist die Seinsgegenwart des Wirklichen. Ne? Und Seinsgegenwart des Wirklichen, welche Art von Wirklichen meinen Sie hier? Ich verstehe es als die Wirklichkeit, die direkt von einem Individuum erfahren wird, ohne dabei einen allgemeinen Anspruch zu erheben. Ah ja, Wirklichkeit ist nur individuell und persönlich und nicht allgemein. Ne? So verstehe ich es jedenfalls. Mhm. Ja, vielen Dank. Also in den letzten Jahrzehnten gab es eine Reihe von Wissenschaften, von Semiotik, Semiologie etc., die irgendwie diese ganze Geschichte mit den Zeichen sehr stark aufgefasst haben, um sich zu legitimieren eigentlich und als neue Gegenstände zur Welt setzen. Und insofern war Ihr Vortrag ein gutes Zeichen, etwas lockerer zu machen. Also bei Jung bin ich ganz sicher, dass bei ihm die Symbole ganz sozusagen fast problematisch starr sind. Also ich wage nicht, einen großen Psychiater zu beurteilen. Ja? Also ich habe Angst. Ja? Also, aber seine Monomanie für Symbole ist für mich absolut fraglich.
Und bei Jaspers bin ich nicht so ganz aktuell im Bilde. Ich fand ihn ein Gegensatz zu Jung und insofern war der Vortrag sehr gut, weil bei Jaspers sind Symbole stets Funktionen. Die sind sozusagen lokale Funktionen im Denkprozess. Ich fand, dass Ihr Vortrag, Jaspers, ein bisschen auch in die Ecke einer strengeren Fixierung bringen wollten, aber weiß ich nicht genau. Danke. Was ein Problem bei meinem Jaspers-Verständnis ist es Folgendes. Dieses 1000-seitige Werk von der Wahrheit schließt Jaspers ab mit der Betonung auf Schiffer, Symbol und Gleichnis und betont es so stark, dass ich den Eindruck habe, dass alles diskursive Denken, das voraufgeht und auch in anderen Schriften von Jaspers erscheint, damit total relativiert wird. Es scheint mir, dass Schiffer, Symbol und Gleichnis, wie er andeutet, den Gipfel des Philosophierens bezeichnen soll. Damit werden alle Worte und Konzepte, die er gebraucht hat, um diesen Gipfel zu erreichen, praktisch nur Stufenleitern zum Verständnis und zum Erleben, zum persönlichen Erleben von Schiffern und Symbolen. Sehen Sie das auch so? Diese starke Betonung auf Symbol, Schiffer, Gleichnis, die er mit Jung zusammen zu haben scheint, ja, eine Relativierung alles diskursiven Denkens und Schreibens, das dem vorausgeht. Die Frage ist nur, ob diese Passagen nicht auch als Funktionen aufgefasst werden können. Also diese Endpassagen können auch Funktionen werden. Also vielleicht irre ich mich, aber vielleicht haben Sie recht und Sie haben das Recht, diese Finale als eine starrere Auffassung von Symbolen zu interpretieren. Aber ich sträube mich dagegen. Es gibt ja eine lange Reihe eigentlich. Das Wenige, was Jaspers bei Jung gelobt hat, er hat ihn überwiegend kritisiert. Das war neben der Maltherapie, das war die Archetypenlehre, der hat er voll zugestimmt. Es gibt ja eine lange Reihe von Bild, Archetypus, Zeichen, Symbol, dann Chiffre ist eine Spezialität von Jaspers, gibt es bei keinem anderen Philosophen soweit ich weiß. Er soll allerdings den Begriff Chiffre von Kant übernommen haben, habe ich bei Gerhard Knaus gelesen. Wie sehen Sie das Verhältnis von Archetypus? Zeichen ist klar, das hat eine bestimmte Bedeutung. Für das allgemeine Verständnis hat Symbol eine vielschichtige, hintergründige Bedeutung. Und dann kommt eben die Chiffre. Wenn man das also mit der Schichtenlehre von Kant in den psychischen Grundfunktionen sieht, dann wäre das Zeichen ja dem Bewusstsein zuzuordnen, das Bild eher des Archetypus mehr dem Vorbewussten, dem Unbewussten, das Symbol mehr der geistigen Sphäre und schließlich die Chiffre der existenziellen Sphäre. Würden Sie an solch einer Hierarchie zustimmen? Ich verstehe Herr Jungs Archetypen als generelle Kategorisierung, die ja kulturübergreifend ist. Jaspers scheint mir dagegen Betonung zu legen auf die Art und Weise, wie zum Beispiel ein bestimmtes Archetyp erscheint. Zum Beispiel nehmen wir mal an Held, der Archetyp Held. Wie würde einem Individuum der Heldcharakter erscheinen und wie kann er persönlich erfahren werden? Die persönliche Erfahrung oder Erfahrung der Transzendenz scheint mir das Wichtige dabei zu sein, nicht die allgemeine wissenschaftliche Kategorisierung, sondern ich sehe den Wert der Jasperschen Philosophie in der Vertiefung der persönlichen Erfahrung.
die allerdings eben allgemein beschrieben werden muss, um generell verständlich zu sein, aber dann hinausweist auf die Möglichkeit und Vertiefung der persönlichen Erfahrung. Könnte man nicht an dieser Stelle sagen, also so wie Sie es jetzt beschrieben haben, ist es ja eigentlich kaum möglich, dass, wie Sie das vorher kritisch äußerten, bei Jaspers sozusagen, dass die Chiffre und das Symbol des Gleichnisses, die so eine normative, superiore Bedeutung erlangt. Das tut sie ja, also gerade weil sie das tut, ist sozusagen die Relationalität des Systems gewährleistet. Ja? Also wenn wir zurückgehen zu dem, was wir vorher diskutiert haben hinsichtlich der Ähnlichkeiten zwischen Hegel und Jaspers Logikbegriff, dann würde ich an der Stelle auch vielleicht etwas gegen das, was Herr Diehl ausgesprochen hat, ne, den Dialektismus bei Jaspers und Hegel nennen. Also dass man sozusagen Logik nicht vorrangig mit Widerspruchsfreiheit assoziiert, sondern dass durch diese Einführung des Chiffre-Begriffs gerade die Widerspruchsfähigkeit in der Logik gewährleistet wird. Also erst dann an der Stelle eben die Bewegung Teil des Denkens, der Logik, des Vernunftbegriffs irgendwo werden kann. Im Gegensatz zur formalen Logik arbeitet Jaspers ganz explizit und bewusst mit Widersprüchen. Widersprüche sind praktisch die Pole, die die Dynamik der Psyche aktiviert. Da sehe ich einen starken Gegenpol zur formalen Logik. Und auch eventuell, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, und auch eventuell zu jung. Weil, so wie Sie ja bereits sagten, und eventuell können Sie das noch mal stärker ausführen, und da möchte ich Herrn Kiss auch recht geben, ist Jaspers Kritik gegenüber der Psychoanalyse, dass sie sozusagen das Aufheben des Objekts im Schwebezustand durch die Chiffre aufhebt, dadurch, dass sie das Vorbewusste und Unbewusste wissenschaftlich objektiviert. Ja, und deswegen nennt Jaspers ja diese Form der Wissenschaft eine Pseudowissenschaft, ein Aberglauben. Und da würde er, glaube ich, Jungs Archetypenlehre dazu zählen. Vielleicht können Sie diesen Kontrast noch mal beleuchten. Ich sehe da keinen großen Widerspruch, es sei denn, man würde die Archetypenlehre als ein geschlossenes System verstehen, das über der individuellen Erfahrung steht. Ich sehe bei Jung eher die Archetypenlehre als eine Orientierungsform, die überkulturell versucht wird, ohne dabei Wertunterschiede zu setzen zwischen verschiedenen Kulturen. Jung möchte die gesamte Humanität praktisch damit umgreifen, um zu zeigen, dass bestimmte Archetypen in verschiedenen Kulturen auftauchen mit ihrer spezifischen Eigentümlichkeit. Das gilt dann auch für die persönliche Erfahrung im einzelnen Menschen. So sehe ich keinen Widerspruch zwischen einer Theorie von Archetypen und der persönlichen Erfahrung. Jung betrachtet seine Archetypentheorie als eine wissenschaftliche Theorie. Und ich meine, für Jaspers muss das eigentlich eine Verkehrung dessen sein, was Jaspers unter Chiffre versteht. Also es ist die Verwandlung von Chiffren der Existenz in Gegenstände, die wissenschaftlichen Anspruch haben sollen. Solange die Theorie der Archetypen ein starres System ist oder von Jung aufgehalten wird, um damit auch individuelle Erfahrung zu determinieren, da würde ich zustimmen. Aber ich sehe Jungs System nicht so starr, sondern es ist ein allgemeines Orientierungssystem, interkulturell, das nicht persönliche Erfahrung determiniert. Wenn man jedes Orientierungssystem
das eine gewisse Systematik hat, so sehen würde, könnte man auch sagen, dass auch Jaspers Schriften, sobald sie allgemeine Formulierungen ausspricht, ebenfalls eine Verstellung sind. Und da würde ich sagen, müsste eigentlich Jaspers auch zustimmen. Ja, ich denke, das ist ein sehr wichtiger Einwand zum Schluss. Falls es jetzt keine weiteren Wortmeldungen gibt, würde ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken bei allen Vortragenden und Mitwirkenden. Genau, das hat Spaß gemacht. Und ich hoffe auf eine baldige Fortsetzung. Vielen Dank, es war eine ausgezeichnete Sitzung heute. Danke, Carmen, für eine exzellente Choreografie und Herrn Nakayama für eine Marathon-Sitzung, weil für Sie ist es jetzt 3 Uhr in der Früh. Unglaublich. Vielen, vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.